Ablenkungen bei der Arbeit und wie man gegen diese ankämpft. Ja. Glaubst du, im Office ist es besser? Es kann aber durchaus, glaube ich, passieren im Office, dass man sich mal verquatscht mit jemandem. So Sachen wie Social Media oder allgemein Handy, das hat man sowohl im Office als auch zu Hause. Zu Hause kommen, glaube ich, ist die Form von Ablenkung etwas anders. Handy ist total Ablenkung Nummer 1. Aber eigentlich ist es das Handy an sich ja keine Ablenkung, sondern eher so diese Inhalte. Und dann, wenn du irgendwie eine Aufgabe hast, dann lässt du dich auch nicht so schnell ablenken davon, würde ich sagen. Action. Klappe auf. Ja, genau. Endlich hat es mal einer verstanden mit der Klappe auf. Ja, hat zu lange gedauert. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Darling Out, the OB2B Podcast. Ja. In welcher Ausgabe warst du damals schon mit dabei? Ich glaube in der 9., wenn ich mich nicht täusche. Okay, 8. oder 9. Leute, es kann sein. 8, 9, Ja. Auf jeden Fall vor der 10., weil die 10. haben wir ja zum ersten Mal hier gedreht. Genau, das war da die Jubiläumsfolge. Genau, also du bist noch aus dem alten Studio. Ja. Ja. Und das Studio gefällt mir wesentlich besser. Ach was. Ja, doch. Echt? Ja, doch. Finde ich auch. Ist ein bisschen gemütlicher. Hat was. Ja. Hat was. Hat was Heimisches. Aber in der alten Location war der Kaffee gut. Von daher. Hier ist er Willkommen. Gut. Das ist Und hier gibt's Wasser. Ja. Das ist jetzt aber die, glaube ich, 36. Folge. Jo. Müsste so sein. Und liebe Zuschauer und Zuhörer, um die Mariana nochmal vorzustellen, das ist eine unserer sehr verehrten und sehr geschätzten Kolleginnen, die sehr oft im Homeoffice arbeitet und sehr selten im Office ist, was uns natürlich alle sehr traurig macht, weil wir sie dann nicht so oft zu Augen bekommen. Aber wenn sie mal da ist, wie heute, sind wir überglücklich. Und deswegen gehen wir später nochmal eintrinken. Ja. Ja. Deswegen bin ich auch gekommen. Genau. Weil du Spaß beiseite. Mariana, wir haben heute ein Thema, was sich eigentlich ganz charmant an das letzte Thema, über das wir gesprochen haben, auch anknüpft, was auch gut ist, weil ich habe dich eingeladen, weil ich glaube, du bist eine Person, die zu dem Thema auch was sagen kann. Vielleicht habe ich das aber total falsch eingeschätzt. Ich bin gespannt. Ablenkungen bei der Arbeit und wie man gegen diese ankämpft. Gut, ja. Kannst du mit dem Thema was anfangen? Ich glaube, mit Ablenkung muss sich eigentlich jeder so bei der Arbeit auseinandersetzen. Vor allem, wenn man remote ist. Ja. Ja. Glaubst du, im Office ist es besser? Vielleicht. Es ist, die Form der Ablenkung ist etwas anders. Und vielleicht ist der Druck auch ein bisschen anders, weißt du? Wenn du die Leute um dich siehst, die Ja. dann arbeiten, dann hast du irgendwie auch so ein Schamgefühl. Jetzt kann ich nicht rumscrollen. Schamgefühl, dann auch so das Kollektive. Wenn jeder arbeitet, dann kommt man sich blöd vor, wenn man nicht arbeitet. Also man wird unbewusst eigentlich, ja, ist man dazu nicht gezwungen, aber man fühlt sich dann schon verantwortlich, dass man dann noch was macht, wie alle anderen. Es kann aber durchaus, glaube ich, passieren im Office, dass man sich mal verquatscht mit jemandem. Aber das ist dann immer so ein Potenzial, was zwei erfüllen müssen, Ja. um sich gegenseitig abzulenken. Und ja, so Sachen wie Social Media oder allgemein Handy, das hat man sowohl im Office als auch zu Hause. Zu Hause kommen, glaube ich, ist die Form von Ablenkung etwas anders. Jetzt habe ich 2 Fragen. Eine Frage ist, ob Ablenkung nicht eigentlich absichtlich ist. In welcher Form? Ja, dass man sich einfach wirklich, obwohl man was zu tun hat, eine Ablenkung sucht. Das ist schwer zu Weil sagen. wir halt faul sind in der Regel. Weil wir irgendwie, weil wir zu viel in der modernen Welt irgendwie davon auch geprägt sind, sehr vieles auf einmal zu sehen und zu hören und zu machen und so weiter. Ja, das stimmt, weil man sich immer in so einem Flow bewegt. Man muss immer mitziehen. Das stimmt, aber ich glaube, dass man. Es gibt auch, ich sag mal, allgemeine Faktoren. Wenn ich zu Hause bin, mein Handy klingelt, ich sehe, okay, wahrscheinlich ist es der Postbote, der mir irgendwie ein Paket abgeben will, ich per Nachname zahlen muss oder was auch immer. Mhm. Dann laufe ich kurz vielleicht nach unten, sehe dann kurz den Nachbarn, verquatsch mich mit dem, dann ist das, glaube ich, schon nicht eine bewusste Ablenkung. Weißt du, wie ich meine?
Weil das passiert ja ganz ungeplant. Ich wollte ja eigentlich nur das Paket holen und wieder hoch weitermachen. Dann sehe ich den Nachbarn und kann ihn nicht abwimmeln. Oder du So. möchtest ihn nicht abwimmeln. Oder du hast halt einfach auch, es ist dir unangenehm, ihn abzuwimmeln. Es ist auch mit dem Kollegen bei der Arbeit so. Es ist dir unangenehm zu sagen, laber mich nicht voll. Ja, ich mach jetzt weiter. Ja, das stimmt auch. Das kann auch sein. Eigentlich, also jetzt müssen wir erstmal definieren. Absichtige Ablenkung und zufällige, sagen wir mal, Ablenkung, die halt einfach so geschieht. Ja, also sagen wir mal nicht absichtige, sagen wir bewusste Ablenkung. Bewusst ist noch besser vielleicht. Bewusst und Ja. unbewusste Ablenkung. Ich würde sagen, Absicht wäre dann schon, ich laber dich jetzt extra voll, damit du nicht arbeitest. Das wäre dann schon ein bisschen. und damit ich nicht arbeiten muss. Balla, ja, gell? eigentlich schon. Ja. Weil wir sind ja alle da, um zu arbeiten. Genau. So in dem Sinne. Steht so im Vertrag. Ja. Aber wenn du dir Ist Gedanken... vertraglich so geregelt. Sollte eigentlich so sein, ja. Ja, aber wenn du dir jetzt überlegst, unbewusst. Was wäre denn unbewusst? Für mich ist unbewusst, wenn ich eigentlich nur gucken will, wie viel Uhr wir haben und ich dann aber nebenbei auch meine Mails, meine Nachrichten und meine Social-Media-Accounts checke. Das ist für mich eigentlich unbewusst. Und dann siehst du aber bei Social Media etwas, was deine Aufmerksamkeit Das ist aber auch gewohnheitsbedingt, weißt du? Weil man schaut ja nie aufs Handy, nur auf die Uhr. Ja, da macht man sich ja eigentlich was vor, ne? Deswegen muss man sich eine Rolex kaufen. Ja, eigentlich schon. Oder eine Apple Watch. Oder eine Apple Watch ist auch Okay, komm, nicht wir machen gut. jetzt keine Werbung hier Wir im brauchen eine Podcast. ganz normale Flickflack-Uhr. Ja, ich glaube auch so eine analoge noch. Ja. Ja, aber selbst wenn du deine Mails auf dem Handy checken willst oder deine Nachrichten, du wirst mit Sicherheit auch in deinen Social-Media-Accounts schauen. Egal ob LinkedIn, ob Insta, Facebook, weiß ich nicht, was es da heutzutage noch gibt, TikTok, keine Ahnung. Man schaut ja doch immer kurz, weil man ja nur eben die Stories oder so checken will und dann sieht man aber etwas, was die Aufmerksamkeit dann catcht und dann wird weißt du, switchte dann von einer Story zur anderen, von einem Feed zum anderen Feed und das ist ja dann eigentlich ganz unbewusst. Weißt du? Und dann merkst du erst, wie viel Zeit du vergeudet hast mit diesen ganzen Stories und dass du eigentlich arbeiten musst. Ja, das Blöde ist, wenn man es nicht merkt. Deswegen ja unbewusste Ablenkung, ne? Bewusste würde ich jetzt eher sagen. Bewusst ist doch eigentlich auch im Sinne von, sagen wir mal, wir machen jetzt Mittagspause, Mittagspause ist vorbei und wir sitzen noch und quatschen, weil wir keine Lust haben, nach Mittagessen aufzustehen. Das ist ja eigentlich bewusste Ablenkung, oder? Aber das ist dann Pause und das ist dann auch gut so, oder? Dass man sich wirklich mal halt du hattest ja schon eine Pause. Hattest du ja eine Mittagspause. Die dann so richtig ausnutzt und dann ist man vielleicht später doch ein bisschen produktiver, oder? Ich glaube, es ist durchaus besser, kleine Minipausen zwischendurch zu machen. Als eine große? Ja. Also bin ich eher der Fan von. Weil vor allem wenn man Mittag isst, dann wird man sofort müde irgendwie nach dem Mittagessen und dann wieder in die Pötte zu kommen, das ist manchmal echt hart. Das habe ich zu Hause zum Beispiel nicht, ne, weil ich zu Hause nicht Mittag esse. Ich snack hier und da mal etwas. Aber im Endeffekt nutze ich dann meine kleinen Pausen, um mir einen Kaffee zu machen, Tee, um, weiß ich nicht, Wäsche zu waschen oder in die Waschmaschine zu packen, wie auch immer. Also so ganz, ganz kleine Sachen, sage ich mal, ne? Das sind dann so meine 5 bis 10 Minuten Auszeit. Okay. Na, aber so eine bewusste Pause, dass ich mir erlaube, ist eigentlich nach einem Meeting. Wenn ich jetzt ein Meeting über 1 Stunde hatte, dann sage ich, okay, komm, jetzt machst du wieder mal einen Kaffee, 5 Minuten, gehst kurz auf Toilette, snackst nebenbei noch etwas und dann geht's wieder weiter. Und das kannst du, glaube ich, so im Office eigentlich nicht so handhaben, weil es dann durchaus vorkommt oder vorkommen kann, dass du dich durch andere Arbeitskollegen, die vielleicht zu dieser Zeit auch eine Pause machen, nochmal zusätzlich ablenkst. Würde ich jetzt einfach mal so definieren, den Unterschied zwischen bewusster und unbewusster Ablenkung. Nicht schlecht. Wir machen weiter. Round 2. Ich habe ein kleines Game. Okay. Das spielen wir jetzt. Let's play. Es ist nicht super spannend, aber es ist belehrend. Okay. Fürs Publikum. Folgendes. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Aussagen vorbereitet.
Deine Aufgabe ist es, mir zu sagen, ob das eher pro Fokus ist oder kontra, also eher Ablenkung ist. Also Fokus oder Ablenkung, gut. Genau. Legen wir mal los. Das Game heißt Ablenkungscheck. Pro oder contra? Boah. Also spannend, ne? So. Und zwar, erste Aussage. Jetzt über Wer wird Millionär Bist du fokussiert? Ich bin fokussiert, ja. Okay, ich baue hier ein bisschen Spannung auf. Erste Aussage. Teams-Benachrichtigungen während eines Calls. An, aus. Für mich Ablenkung. Wenn du telefonierst, wenn du deine Akquise-Techniken ausübst und wenn du wirklich richtig in der Geschichte drin bist, du hast jetzt dein Projekt, du machst es jetzt 4 Stunden lang am Tag. Wie gehst du vor? Es kann jetzt alles andere sein. Es kann bei mir auch ein Meeting sein. Bei mir im Meeting, ja, bei mir ist es auch aus, weil es nervt einfach tierisch, wenn ich sehe. Und ich habe auch sehr viele Channels gemutet bei Teams. Oder Slack auch. Oder was auch immer ihr benutzt. Also bitte nicht wortwörtlich nehmen. Es muss nicht immer nur Teams sein. Es kann auch Slack sein. Es kann auch das Handy sein. Ich habe beim Handy auch so einen Arbeitsmodus so drin. Das erkennt, dass ich an der Location bin, wo unser Office ist. Okay. Und dann schaltet es alle Benachrichtigungen aus, die nicht mit der Arbeit zu tun haben. Alles cool. Und nicht meine engsten Familienmenschen sind. Okay. Die können mich anrufen. Der Rest ist einfach irgendwo im Hintergrund. Ja, das ist cool. Ja. Also ich muss... Schau trotzdem immer rein. Ablenkung oder Fokus? Bewusste Ablenkung. Aus, gell? Aus. Also ich muss sagen, selbst wenn ich mitten im Telefonat bin und irgendwie jetzt eine komplexe Nachricht kommt, die jetzt vereinzelt nicht im Channel, sondern vereinzelt an mich geht, das lenkt mich halt ab, ne? Also wenn ich jetzt dabei bin, im Telefonat irgendwas zu erklären und dann schaue ich da mit dem anderen Auge auf die Nachricht, dann vergesse ich im Telefonat, was ich sagen wollte, weil ich abgelenkt bin. Deswegen schalte ich das lieber aus. Es ist leichter gesagt als getan, gell? Also man muss es schon üben, dass man auch bewusst weiß, ich habe das ausgeschaltet. Ich muss jetzt auch nicht im Hintergrund reinschauen, ob da was ist. Ja, vor allem, weißt du, was der Nachteil ist? Wenn du zum Beispiel in einem Briefing bist und deine Arbeitskollegin, die im gleichen Briefing steckt, die aber ihnen irgendwie einen Hinweis geben will und du das nicht siehst, das ist mir durchaus schon mal vorgekommen, was eventuell auch wichtig war, aber okay, jetzt nicht so wichtig, dass es so schlimm war, dass ich es dann doch nicht erwähnt habe im Briefing. Ja. Aber es kann vorkommen, dann denkst du dir so, ach Mist, hätte ich doch mal in die Nachrichten geguckt. Mhm. Das ist der Vorteil von 2 Bildschirmen. Dann kannst du auf dem einen Bildschirm das Meeting haben und auf dem anderen Bildschirm vielleicht die Teams-Nachrichten. Jetzt Beispiel den Channel Teams, ne? vielleicht offen halten. Genau. Für solche Situationen. Aber das Für ist ja solche Ausnahmesituation. Du hast ja nicht jeden Tag 10 Briefings. Du hast zweimal in der Woche ein Briefing, Ganz wo du das genau. brauchst. Ne? Oder brauchen könntest. Einfach bewusst nachdenken, wann man was einschaltet. Wann Genau. nicht. Ich denke mir ganz oft, erinnerst du dich noch an MSN, dieses geliebt. Klingeln? Mhm. Das wäre super, wenn es das zum Beispiel bei Teams gäbe, weil manchmal musst du oder wartest du ganz akut auf eine Antwort. Ja, aber weißt du, was es gibt bei solchen Sachen, bei Teams, Slack und solche Sachen? Ja, aber auch dieses Dings, Urgent und solche Sachen. Ach so, okay. Dann kommst du sowieso durch. Gut, ja, stimmt auch wieder. Da muss man aber dran denken. Dass man das. Ich habe eine Zeit lang so Ausnahmeleute bei Teams gehabt. Ich hatte eigentlich eine Person als Ausnahme, das war ein Riesenfehler. Das war unser Chef. Den hatte ich als Ausnahme drin und dann hatte ich halt ein Meeting, da hat er mir geschrieben während des Meetings, dann habe ich ihn auch rausgenommen. Jetzt mache ich es halt bewusst ein. Also dieses Do Not Disturb. Mhm. Wenn ich im Meeting bin, dann kann sich wirklich keiner melden. Aber dann. Es ist einfacher. Mich lenkt es wirklich ab. Weil du kannst nicht gleichzeitig ein Telefonat führen oder im Meeting irgendwas vorstellen und dann aber auch gleichzeitig auf eine Nachricht antworten. Mhm. Das ist blöd. Also ich würde da echt sagen, Ablenkung. Ausstellen. Und ja, man ist mit solchen repetitiven Aufgaben, wie jetzt die Calls zu machen oder das einzutragen, ist man viel schneller durch, wenn man das einfach nicht beachtet, dass irgendwo was noch reinkommt.
Also ich muss zugeben, gestern habe ich echt alles ausgeschaltet, auch, okay, das Handy ist immer vor mir, es ist zwar auf lautlos, aber wenn was sein sollte, wenn jetzt etwas ganz wichtig ist, dann gehe ich natürlich auch ans Handy. Aber gestern habe ich versucht, echt einmal komplett durchzutelefonieren, meine Mails zu bearbeiten, Ja. alles. Und ich war viel, viel, viel schneller als gewohnt, weil ich Ich einfach habe ein alles Riesenproblem ausgeblendet damit. habe. Ja, ich habe einfach das Problem, dass ich alle, keine Ahnung, 15 Minuten einfach rein auf mein Handy schauen muss. Das ist eine Sache, ich glaube, das ist echt eine Übungssache. Wenn man Gell? das echt so einübt oder du irgendwie Einfach in ein der Ziel Tasche lassen setzt. wäre schon mal ein Fortschritt. Ich würde tatsächlich sagen, nein. Weil wenn es in der Tasche ist, dann denkst du dir, mein Handy ist in der Tasche. Vielleicht hat mir ja jemand getextet. Ich habe es aber ein paar Mal vergessen, wenn es in der Tasche war, wenn ich es gesehen Echt? habe. Ja, wenn ich es aber sehe, dann, schau mal, da ist ja ein Handy. Weil bei mir ist das so, Da liegt ein Handy. Wem gehört denn das? lange nicht gesehen, hey. Nee, also wenn mein Handy auf dem Tisch liegt und ich sehe jetzt, keine Ahnung, XY hat mir getextet, ich weiß, dass das nicht wichtig ist. Und dann denke ich mir, okay, dann beantwortest du gleich oder in 10 Minuten oder wann auch immer oder in einer kurzen Pause. Weißt Ich habe du? mein Handy bei zu Hause vergessen. War der beste Tag. Ja, du warst effektiv und du warst schnell, weil du nicht abgelenkt warst. Ja, ja. Also ich glaube, so Thema Handy ist echt die schlimmste Quelle zur Ablenkung. Hast du vielleicht gelesen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Wahrheit ist oder ob das irgendwie so eine Fake News war. Dieser Typ, der bei Apple gearbeitet hat, Ja? der so ein Creative Director von Apple, der eigentlich das iPhone designiert hat, der ist vor einer Zeit ausgetreten und hat irgendwie was anderes gegründet. Und die entwickeln jetzt ein Device, ein Gadget, was auch immer, was halt kein Handy ist, wie das mit Screen. Also ich Okay. habe hier zufälligerweise auch ein iPhone gerade, sondern etwas, was sich intuitiv dir anpassen sollte und Okay. was halt kein Screen haben sollte, Nee, was hab halt ich nicht nicht. so in der Art ist. Das ist für mich total Black Mirror. Kennst du Black Mirror? Ja, kenne ich. Crazy ein bisschen. Ich weiß nicht, was das sein. Also solche Sachen sind mir auch schon ein paar Mal irgendwie eingefallen. Was, wenn es keine Handys gibt, sondern irgendwie etwas, was dich halt so begleitet? Aber das ist schon ein bisschen scary. Ja, ich finde das Aber total das wäre dann spooky. totale Ablenkung. Ja, klar, aber das ist ja Wenn das irgendwie letztendlich, ständig irgendwo ist. das ist ja letztendlich das, was sie ja aus uns machen wollen, so in den nächsten 100 Jahren. Dass Gell, so wir ein Device. dass wir komplett abhängig sind von den ganzen Handys, weiß ich nicht, sozialen Medien und weiß ich nicht was. Das ist ja genau das, das führt ja letztendlich dahin. Ja, gell. Das AI. ist ja, also ich finde, das ist sowieso die größte Ablenkung, die es überhaupt gibt. Handy, Social Media und alles drumherum, ne? Wir sprechen jetzt gerade bei der Arbeit über Ablenkung wie eine Slack-Nachricht. Die ist ja trotzdem immer noch wahrscheinlich Arbeit verbunden oder so, ne? Eigentlich schon, ja. Das, was mich auch sehr oft ablenkt, ist halt dann halt, wenn ich mal ab und zu mal irgendwie bei WhatsApp reinschaue. Und dann sehe ich irgendwie von meiner Freundin, der auch irgendwo langweilig ist bei der Arbeit oder gerade heute nicht arbeitet, sondern bruncht, ne? Aber weißt du, was ich echt versuche zu unterscheiden? Also, ich sag mal, auch im Alltag, jetzt mal, okay, wir sind jetzt hier, ich sag mal, geschäftlich, aber jetzt mal ganz unabhängig vom Geschäft, jetzt im ganz alltäglichen Leben, ne? Wenn du zum Beispiel beim Mittagessen sitzt, hast du dein Handy neben dir, guckst du auf dein Handy oder isst du dann mit deiner Familie zum Mittag und unterhältst Ich dich esse eventuell zum mit dem- Mittag eigentlich. Also in der Regel, außer es ist ja irgendwie ein Ausnahmefall, dass ich jetzt irgendwie auf einen Anruf warte, dann ist das Handy schon ab und zu mal Okay. neben mir. Aber sonst finde ich das abartig. Ich finde das auch abartig, aber ich habe ganz oft beobachtet, dass erstmal Kinder mit einem Handy Ja. oder mit einem Tablet vor sich Mittag essen. Ich habe ganz oft beobachtet, dass Erwachsene essen und gleichzeitig irgendwie WhatsApp-Nachrichten beantworten. Ich finde das furchtbar. So blöd Und das finde ich ist für mich ein Zeichen, genau. dass das Handy gar nicht mehr, also keine Aktivität im Alltag ist ohne Handy denkbar. Ja. Und genauso ist es bei der Arbeit. Wenn du doch isst, du benötigst dein Handy nicht. Wieso benötigst du es bei der Arbeit, wenn nicht etwas akut ist?
Ich werde ans Handy gehen, nur wenn wirklich irgendwie total wichtig irgendwas ansteht, wie du sagst, ich erwarte eine Nachricht, Mail, weiß ich nicht was, muss ein wichtiges Telefonat führen. Okay, dann kann ich mal alles beiseite stellen und ans Handy gehen. Ja. Und genauso ist es ja eigentlich auch auf der Arbeit. Weil nichts ist so wichtig, dass du einen Cut machst und dich aufs Handy fokussierst, letztendlich. Das stimmt. Das stimmt. Ne? Das ist Also aber wenn du dann das aus eben- beiden Perspektiven Genau, mal, das muss man wirklich einfach nur halt, ja, bewusst nicht machen. Man macht es aber bewusst. Ich Ja. gehe bewusst ans Handy. Nicht, Aber weil für- irgendwie gerade was geklingelt hat oder so. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja meine Notifications aus bei der Arbeit. Sondern halt, oh ja, schau mal aufs Handy. so, ja, aber eigentlich gönnst du dir in diesem Augenblick, wenn du sagst, ich guck mal aufs Handy, gönnst du dir ja eine Pause. Das stimmt. Also könnte man ja eigentlich so äquivalent sagen, Handy gleich Pause, Ablenkung gleich Pause. Ja. Das heißt, benötigt dein Geist, dein Körper irgendwie eine Pause, dass du kurz einen Cut machst, weil du nicht mal dich ein bisschen resettest oder so und deswegen das Handy auspackst, deswegen mal aufstehst, zur Toilette gehst. Ich habe Arbeitskollegen gehabt, die sind auf Toilette aus Langeweile gegangen, nur dass sie sich ein bisschen bewegen. Es gibt alles. Ja, ich gehe voll selten auf Toilette. Dafür bist du aber am Handy. Siehst du, jeder hat irgendwie Bin ich sein- aber auch nicht so viel, würde ich mal sagen. Ich bin nicht auf dem Handy. Ich bin halt, ich schau gucken rein. und ja. Ich gucke rein, weil vielleicht Ich glaube echt, passiert was Spannendes. Ich glaube echt, das ist so diese Symbolik, Mhm. kurze Pause machen. Ich gucke nur kurz aufs Handy und dann mache ich weiter. Oder du liest irgendwas und denkst dir, jetzt gucke ich mal aufs Handy, okay, dann bist du im Kopf irgendwie bei der Handysache und dann, okay, jetzt mache ich weiter. Also das ist eigentlich etwas, was du in dem Augenblick benötigst. Und es geht ja gar nicht um dieses kurze Schauen. Das ist eine kurze Ablenkung. Genauso kannst du aus dem Fenster schauen Ja, und sagen, ist Ablenkung. Aber es geht ja echt um diese, ich finde aber Ablenkung viel so, besser irgendwie aus dem Fenster zu schauen, so ein bisschen zu kontemplieren. So. so einfach Leben. mal Seele baumeln lassen, sage ich Genau. immer. Aber macht keiner von uns. Also ich kenne die wenigsten, die das machen. Ich schaue auch durchs Fenster. Siehst du, sehr gut. Ich schaue halt ab und Lässt zu du mal deine raus. Seele baumeln. Ja, dann denke ich mir so, Man könnte mal aufs was Handy könnte ich jetzt noch? Könnte mal, wo ist mein Handy? Nee, tatsächlich ja. Zu viel Handy. Zu viel Handy-Time. Sag mal hier, Tagesplanung am Morgen. Hilft es? Fokus, ja. Finde ich total Fokus. Ich mag das auch, wenn ich das mal mache. Ich überspringe es aber sehr oft in letzter Zeit, weil ich irgendwie so eine Taskliste habe, die ich jetzt schon seit Tagen bearbeite. Aber das ist halt so eine größere Taskliste mit größeren Aufgaben. Ja, aber ordnest Aber so du eine die denn? kleine, das sind große Aufgaben, die ich einfach erledigen muss. Und Ach so, die ist, okay. Ja, das ist jetzt nicht, dass ich jetzt an einem Tag diese Aufgabe, das könnte ich, aber mache ich nicht, weil es halt viel anderes reinkommt. Aber wenn ich mir jetzt so am Morgen so einen kleinen Plan gemacht habe mal, war schon gut. Also ich mache das sogar am Vorabend, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Jetzt keine Taskliste, aber am Vorabend gucke ich immer mal. Habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch gesagt, in der letzten Folge, wo ich da war. Du guckst in deinen Kalender? Ich gucke am Vorabend, ja. Mach Und ich dann sehe ich, auch. okay, das und das habe ich. Und was ich morgens mache, ist, dass ich mir anschaue, okay, was habe ich heute? Was steht heute an? Also wie gesagt, quasi nochmal nur so eine vertiefte Version vom Vorabend. Und dann versuche ich mich zu organisieren. Okay, das und das mache ich jetzt bis 10, das und das mache ich bis 12. Also ich versuche so ein bisschen meinen Morgen zu sortieren. Das ist so geil, wenn man das macht. Aber das ist eigentlich, okay, das ist ja das letzte Thema von der letzten Folge, Time Management. Das ist ja so, ne? Ist es ja auch. Und dann, wenn du irgendwie eine Aufgabe hast, dann lässt du dich auch nicht so schnell ablenken davon, würde ich sagen. Nur wenn man keine Aufgabe hat oder wenn man irgendwie davor ist, eine Aufgabe abzuschließen und zur nächsten zu gehen, dann passiert bei mir sehr oft die Ablenkung. Was ich aber sehr oft mache, ich habe sehr viel Sachen offen vor mir. Ja, aber wichtig Nicht mit ist Absicht. aber wichtig ist ja, dass du den Faden hast, weißt du? Ja. Du kannst ja immer wieder dann an den Aufgaben anknüpfen. Nur meinst dieses Abarbeiten, dass du nicht bis zum Schluss die Liste abarbeitest. Ja, die offenen Tabs oder solche Sachen. Weil bei mir ist es ja oft so, ich mache jetzt eine Sache, zum Beispiel ein Meeting mit der Valentina. Wir sind gerade durch.
Und ich habe mir während des Meetings vielleicht, weil es mir irgendwo eingefallen ist, ach, das passt jetzt zum Thema, nochmal was aufgemacht. Keine Ahnung, meinem Plektro-Channel. Und dann fällt mir noch ein, boah, hier ist irgendwie was falsch bei den Zahlen. Da müsste ich nochmal was abändern. Aber eigentlich habe ich ja vor dem Meeting schon angefangen, was an unserem Angebot zu machen, ne? Dann habe ich 3 Aufgaben auf, die einer mit der anderen eigentlich mental bei mir verbunden sind, aber sich einfach nur aufgeschlüsselt haben, dadurch, dass mein Gehirn das irgendwie so programmiert hat. Jetzt mach mal das auf. Dann habe ich irgendwie 3 Aufgaben. Anstatt einer hast du dann, ja. Das passiert bei mir voll oft. Also, ich versuche mich immer zu sortieren, auch in solchen Situationen, ne? Ich habe das nicht so oft bei der Arbeit, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe das viel öfter im Alltag. Ja. Aber unabhängig davon denke ich, dass man das auch beim Job versuchen kann, so zu machen. Und zwar, dieses Sortieren haben wir auch in der letzten Folge thematisiert, dass du versuchst, deine Aufgaben ein bisschen so, okay, was ist jetzt ganz wichtig, das mache ich jetzt zuerst, was ist nicht so wichtig, kann ich das abgeben? Ne? Das haben wir alles damals thematisiert. Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt sagst, okay, du machst dein Plektro-Channel auf, siehst, oh, da stimmt was nicht, das müsste ich jetzt machen, dass du versuchst, selber einzuschätzen, wie viel Zeit muss ich jetzt in diese Aufgabe investieren? Ist das eine Sache, klar kann es passieren, wenn du dich anfängst damit zu beschäftigen, dass du merkst, okay, das dauert jetzt doch länger als eine Stunde, dann pack das nach hinten und dann erledige die Sachen, die zu erledigen sind, in einer halben Stunde, in 20 Minuten. Ein Angebot kannst du vielleicht viel, viel schneller erledigen, als dann diese eine Zahl im Plektro-Channel zu lösen. Weißt du, wie ich meine? Und das sind so Sachen, ich versuche das auch zu managen, ne? Sachen, die du machen kannst, gleichzeitig machen kannst, zu erledigen. Die, wo ein bisschen mehr Zeit erforderlich ist, ein bisschen mehr Arbeit, die packe ich dann nach hinten und dann widme ich mich dieser Aufgabe aber einen kompletten Tag. Ich habe ein ganz spezielles Beispiel, jetzt ganz quasi aktuell. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Overdue-Aufgaben. Wieso? Weil das Overdues sind, wo ich entweder keinen ans Telefon bekomme oder nie verfügbar oder ich habe schon ein paar Mal versucht oder ich muss eine neue Nummer suchen, ich muss eine neue Person finden, die dafür zuständig ist und. Das können 4 verschiedene Ursachen sein. Wenn ich das jetzt alles an einem Tag, wo ich vielleicht 40 Tasks habe, erledige, hätte ich keine Zeit. Ja. Also das wäre mir alles viel zu knapp. Was mache ich also? Ich packe das alles nach hinten, meine Overdues sammeln sich und dann nehme ich mir einen Tag in der Woche, wo ich das alles abarbeite und wo dann alles sauber ist. Klar, die Woche danach kann es dann durchaus vorkommen, dass sich wieder neue Sachen ansammeln, aber man muss einfach selektieren. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn man das dann macht, an einem Tag und wirklich alles weg ist das ein Top-Gefühl. Super. Aber lieber dann, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich mit meinen Telefonaten schnell durch war oder wo nichts Wichtiges anstand, wo nicht viele Firmen gearbeitet haben, Feiertag oder irgendwie was in einem Bundesland, in einem Kanton, wo auch immer, dann kann man das ausnutzen. Und dann ist aber alles leer, dann ist alles sauber und dann fühlt man sich besser und dann kann man sich wieder den anderen Aufgaben widmen danach. Musik hören beim Arbeiten, ja oder nein? Boah, nee, kann ich nicht. Nein, gar nicht? Kann ich, wenn ich Mails verschicke, kann ich. Was Repetitives. Ja. Wenn ich mal in der Excel-Datenbank arbeite und jetzt wirklich halt mir Sachen durchschauen muss. Aber eher nee, ich bin nicht der Typ dafür. Ja. Ich weiß, dass es Personen gibt, die wirklich Musik benötigen. Ich nicht. Weißt du, Also was zumal ich wir mach? ja telefonieren, ne? Also das passt nicht. Du kannst nicht telefonieren und nebenbei Musik hören. Dann fängst du mitten im Telefonat an zu singen, oder? Wäre auch nicht schlecht. Wäre eine neue Taktik, ne? Ich spiele unseren Podcast im Hintergrund ab. Das finde ich aber anders. Weil das ist ja nichts Musikalisches. Musik verlockt mich immer, dass ich mitsinge, dass ich irgendwie, wenn ich anfange zu tanzen, mich zu bewegen oder so. Nee, das passt mir nicht. Ja. Das ist vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist meine Ich bin Multitasking-Fähigkeit auch nicht so. keiner, der wirklich, also wenn ich irgendwie was mache, was wirklich sehr, sehr, sehr repetitiv ist, was ich schon 1000-mal gemacht habe, dann geht's.
Ja, so leichte Musik, okay. Ja, ja. So leichte. Aber wenn ich mich fokussieren muss, no. Okay. Ja, mehrere Tabs offen haben. Stört mich jetzt eigentlich nicht. Nee. Nee, Meistens sind das Tabs, die du auch nutzt. ich vielleicht auch nur kurz nutze. Die Homepage von irgendeinem Unternehmen mal öffne, durchschaue. So, wenn die sich aber sammeln, dann schließe ich die einfach alle. Ja, okay. Sollte kein Aber Störfaktor nö, sein. eigentlich nicht. Gut. Okay. Kurze Meditationspausen zwischen Calls oder Aufgaben. Wirklich Meditation oder so ein Keine Ahnung, kurzes. das habe ich mir so aufgeschrieben. Aber also Leute meditieren angeblich. Also ich nicht. Bin auch kein Fan von. Habe ich mal, ist nichts für mich. Was heißt es dann eigentlich überhaupt? Jetzt sitzt du einfach still da und zählst bis 10 oder hast irgendwie ein Mantra im Kopf, das du dir abspielst? Ich habe mal in der Schule, haben wir oft meditiert. Weil ich auf einer ehemaligen Klosterschule war. Ja. Und wir sind dann oft irgendwie ins Kloster gefahren, in eine Jugendherberge und haben sehr viel meditiert. Also Was hast du denn gemacht? leise, Einfach leise sein? stille Musik. Mhm. So ganz, ganz stille Musik. Irgendwie so, wo du die Seele baumeln lassen kannst. Machst die Augen zu. Dann wirst du vielleicht noch am Anfang von einer jeweiligen Person angeführt, so ein bisschen über irgendwas nachzudenken. Ja. Und dann spielt der Film eigentlich in jedem Kopf von alleine ab. Ja. So, aber jetzt im Kontext der Arbeit? Nee? Nee. So 10 Minuten? Einfach halt. Also ich bin nicht der Typ dafür, ne? Vielleicht ist jemand der Typ dafür und macht das gerne. Ich eher, nee. Zeitverschwendung für mich ein bisschen Ja, so, weißt nee. du, so. Aber wenn es im Sinne von Ich schlafe kurz halt mal gerne. alles aus. Ich schlafe meine 8 Stunden jeden Tag. Du schaffst das? Ich schaff das Ja. nicht. Ich habe ein Kleinkind, ich Ja. schaff das nicht. Ich habe nur einen Hund. Und dein Hund schläft wahrscheinlich auch gerne. Genau. Nee, aber meditieren, vielleicht ist für jemanden meditieren, wenn du aus dem Fenster guckst und sagst so, Ja. guck jetzt 10 Minuten Gerade aus dem das. Fenster. Weißt du? Also man muss, glaube ich, dieses Meditieren vielleicht nicht buchstäblich. Aber Seele baumeln lassen, das ist ein Ja. Und das ist auch eine Form von Meditation, wo man einfach halt mal nichts macht. Kurz resetten. Ja, okay, gut. Und dann nochmal Social Media. Nein? Ablenkung pur, gell? Ablenkung pur. Ja, aber wenn ich halt aufs Handy schaue und dann kommt halt ein Reel von dir, dann Jetzt muss bin ich doch ich schuld. reinschauen. Na, schau mal. Aber das kommt eigentlich nicht während der Arbeitszeit. Das machen wir abends. Ja, das machen wir abends. Nee, Öfters. Dann das lenkt abends echt ab. habe ich das Gefühl, dass da was reinkommt. Dann denke ich mir schon wieder die mit ihren Reels. Aber das ist so wie Trash-TV, weißt Ja. du? Das ist so Seele baumeln lassen, aber so ein bisschen trashig. Aber kannst du den Fernseher im Hintergrund spielen lassen, während Das du macht mir arbeitest? nichts aus. Mir auch nicht. Nichts. Aber das war schon immer so bei mir. Ja, Selbst als ich habe auch früher gelernt irgendwie Ja. für die Schule und so und fürs im Abi, Hintergrund- fürs Genau. Studium immer mit Fernseher gelernt. Ja, genau, ich auch. Hast du denn auch wirklich was mitbekommen, was im Fernseher Keine läuft? Ahnung. Ich glaube schon. Also wahrscheinlich. Also ich weiß, dass ich für meine Examensklausuren gelernt habe und dass im Fernseher die Fußball-WM war damals, glaube ich. Ja, die WM lief. Ich habe sogar das Gefühl, das hat mir geholfen. Ja, also mich hat das null gestört. Null. Ich konnte das Ich habe das super ständig handeln. gemacht. Das ist Ablenkung. Nein, das ist gar keine Ablenkung. Das ist irgendwie so vielleicht diese Meditation, über die Ja. wir gesprochen haben, Ja, die weiß halt ich einfach nicht. im Hintergrund abläuft, während du was machst. Aber auch schon Ich konnte damals. wirklich lesen und konnte mir wirklich auch den Stoff merken, ohne dass mich jetzt Stefan Raab im Hintergrund Ja. irgendwie Also belästigt Musik hat. nicht, ging gar nicht, auch beim Lernen nicht. Fernseher immer. Sobald Musik im Fernseher läuft, nee, geht nicht. Ja. Schalte ich um. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Müsste man irgendwie mal schauen, ob es irgendwie Quellen dazu gibt. Aber das muss nichts Cleveres gewesen sein im Fernsehen. Wenn es irgendwie was Spannendes oder was Gutes wäre,
dann hätte ich wahrscheinlich zugeschaut. Es war bei mir, glaube ich, öfters irgendwie so Richterin Barbara Salisch oder solche Sachen, die dann liefen. Oder Punkt 12 Alexander, oder ja, sowas. Punkt 12, Punkt 6, ja. Ich bin am Überlegen. Ja, gut, aber wenn du jetzt überlegst, sagen wir mal ganz plakativ Punkt 12, wenn da in den Nachrichten irgendwie was Wenn der Spannendes gesagt Promi-Flash wird, so da kommt oder schaust so, du dann auch habe ich schon mal. reingeschaut. Ja. Aber wenn es irgendwie so eine Reportage war über Schweinezucht in Niedersachsen, dann nicht. Ich weiß es nicht, also ganz schwer zu sagen. Vielleicht gibt es irgendwie eine Studie dazu, so ob es noch so doch. Menschen wie uns gibt, die gelernt und Ich gearbeitet glaube, haben. sehr viele aus unserer Generation haben das gemacht. Ich glaube Also jetzt auch. unsere Eltern sicher nicht. Nee. Keine Chance, weil ich merke jetzt auch bei meiner Mutter, wenn die Fernsehen schaut, dann hört die gar nichts. Nee, die sind komplett fokussiert. Ja, und Ich kann beides gleichzeitig. Genau. Ich koche, gucke Fernsehen, höre Musik, alles. Ja. Weiß ich nicht, wieso das so ist. Vielleicht sind wir deswegen multitaskingfähig, keine Ahnung. Bei der Arbeit, wie gesagt, Musik nein, Fernseher ja. Okay. Stört mich nicht. Was ist dann das Fazit der ganzen Sache? Also Ablenkung ist auf jeden Fall ein richtig Aktiv. ein aktiver Bestandteil unseres Alltages, ne? Die ist immer da. Es gibt bewusste Ablenkungen, wo man halt selber irgendwie sich sagt, ich schau mal rein. Und es gibt dann auch die unbewusste Ablenkung, wie jetzt, die ist durch einen äußerlichen Faktor irgendwie bedingt, dass sich jetzt jemand anquatscht zum Beispiel. Haben wir das jetzt so festgestellt? Ich finde, bei dem Äußerlichen ist es halt, ist die Willenskraft von uns auch gefragt, dass wir sagen, hey, sorry, laber mich jetzt bitte nicht voll, nimm es mir nicht übel, aber ich muss jetzt wirklich meine Tasks fertig machen oder ich habe jetzt wirklich zu tun, wir können später sprechen, ne? Das ist doch nicht unhöflich, oder? Das ist doch eigentlich, das muss man so machen. Aber das sagst du zu einer Person. Sagst du das zu deinem Handy? Und das ist dann die bewusste, weil bewusst gehst du dann aufs Handy. Und dann solltest du auch bewusst sagen, ja, jetzt nicht, ne? Jetzt reicht's. Das ist halt das Schwierige. Weil das eine an dir hängt, dieses Bewusste, und das Unbewusste an einer anderen Person, an einem anderen, ja, an deinem Gegenüber. Genau. Dann möchtest du dir vielleicht selber auch nicht zugeben, dass du dein eigenes Problem bist. Eigentlich. Ne? Das ist die Ablenkung, die wir haben. Also eigentlich müssen wir alle Handys wegwerfen. Ja, finde ich auch. Handy ist total Ablenkung Nummer 1. Ja, aber ich finde vor allem auch Social Media und so, weil du wirst nie dein Handy nehmen und Fotos angucken. Vielleicht sollte man das wie in der Schule machen, so eine Kiste haben, wo alle am Morgen irgendwie am Eingang die Handys reinschmeißen. Genau. Wir machen jetzt Werbung. Und dann bis zur Mittagspause gibt es keine Handys. Ganz kurz, es gibt Firmen, die wirklich das Handy verbieten, wo du das Handy auch nicht auspacken darfst, wenn du arbeitest. Gibt's das? Ja. Ja, das führe ich ein. Vor allem so. Das führe ich ein für mich. So, weißt du nicht, im Einzelhandel oder so hast du das ganz, ganz oft. Wo du dann, klar, überleg doch mal, wenn du zu P&C gehst, da wird keiner mal kurz aufs Handy schauen. Das Handy ist eingepackt. Jetzt so, wenn du mal überlegst, im Einzelhandel. Das mache ich jetzt auch. Ich mache eine Kiste für mich. Für dich. Wo du all deine Handys dann in die Und dann sage ich auch, alle meine 10 Handys kommen rein. Dann sage ich halt, wer es ablegen möchte, kann es machen. Ich lege meins dann ab. Aber hast du das nicht auch in manchen Bars jetzt, wo du die Handys dann in so einen Käfig legen kannst und dann machst du den Käfig Das ist voll interessant, wenn ich im Café sitze oder an einer Bar oder mit Freunden unterwegs bin, ist mein Handy immer in der Tasche. Es ist nie auf dem Tisch oder sehr, sehr selten auf dem Tisch. Auf dem Tisch nur dann, wenn ich wirklich weiß, ich muss jetzt irgendjemand anrufen und ich erwarte wirklich eine Nachricht. Sonst schaue ich nie aufs Handy, wenn ich irgendwie im Café sitze oder mit Freunden unterwegs. Ich finde das total unhöflich. Das heißt, die langweilen dich nicht und die Arbeit langweilt dich. Ganz genau. Das ist jetzt ein offenes Geständnis. So. Ich habe sogar im Podcast habe ich mein Handy dabei, aber da sind ja meine Notizen drauf. Ja. Guck mal, ich habe auch mein Handy, aber ich gucke nicht auf mein Handy. Aber ich bin auch, du bist ja auch nicht der Host, du bekommst dir die Fragen gestellt, du musst keine stellen. Das Interessante ist, ich habe nicht das Gefühl, dass ich so ein Handyfreak bin. Ich könnte schon ohne mein Handy aushalten. Es hängt einfach von der Situation, glaube ich, ab. Hast du das nicht manchmal, dass du dich auch nach so einer Handy-Free-Zone sehnst? Einfach mal so ein paar Tage ohne Handy. Einfach mal nicht ans Handy gehen zu müssen. Voll oft, dass ich das irgendwie im Zimmer lasse und dann bin ich draußen oder im Wohnzimmer oder so oder mit dem Hund. Also, wenn ich Gassi gehe, dann habe ich mein Handy schon dabei.
Man weiß ja nie, was passiert. Was passiert, okay. Also ich sehe mich manchmal wirklich so nach einfach keinen Kontakt zur Außenwelt. Ja. Einfach mal abkapseln, Super. ohne Handy, ohne Find ich Social super. Media. Aber das ist sehr, sehr schwer heutzutage. Weil wenn du nicht ans Handy gehst, dann machen sich die Leute ja auch sofort Sorgen. So, wo ist die? Was ist Ja. passiert? Wieso meldet sie sich nicht? Also das ist schon ein fester Bestandteil eines jeden Lebens eigentlich. Schon heftig, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Wenn du überlegst, dass Menschen Ja. vor 40 Jahren So gut. kein Handy hatten. Aber was vor 40, vor 15 Jahren hatten die Leute nicht so Ja, viel eigentlich Handys. schon, ja. Oder als wir klein waren. Also ich glaube, das erste Handy, das in unser Haus kam, war 1999 oder sowas, 2000. Ich glaube, als ich in die 5. Klasse damals gekommen bin, da habe ich ein Handy bekommen. Ich auch, in Ganz der altes 6. glaube Nokia. ich sogar. Ja. Und genau, aber das erste Handy, das wir zu Hause hatten, das hat mein Vater bekommen, weil wir ein Haus gebaut haben und er halt eben ein Handy brauchte, weil er ständig auf der Baustelle war. Ja, und dann wurde das so weiter vererbt, das Handy, bis es irgendwann komplett kaputt war. Und der Mann, der hat sich, nachdem der das Haus gebaut hat, der hat das Handy abgeschafft. Der wollte kein Handy mehr haben. Dann hatte er erst ganz spät nochmal ein Handy, weil er halt oft im Krankenhaus war, damit wir ihn anrufen konnten. Ja. Das war's. Das ist so gut. Aber das hat ja eigentlich Das nur einen hätte ich Zweck jetzt voll erfüllt. gern. Welchen Zweck erfüllt es heute? Heute hat es am wenigsten den Zweck, zu telefonieren und Nachrichten zu schicken. Einfach nur Ablenkung. Ja, okay, es gibt auch gute Sachen, die wir übers Handy machen, so halt auch. Ja, klar. Man braucht es schon ab und zu mal, aber sehr oft ist es einfach nur Ablenkung. Ich schmeiß es weg. Aber eigentlich ist es das Handy an sich ja keine Ablenkung, sondern eher so diese Inhalte im Handy. Wie Ja, das gesagt, Mittel zum Zweck, ne? Zur Ablenkung. du wirst ja nie dein Handy öffnen und jetzt sagen, so, ich schaue mir jetzt mein Fotoalbum mal an. Mach ich doch. Ja, mache ich auch. Mach ich voll oft. Machst du das so mitten in der Arbeit? Nein. Ja, siehst du, da öffnest du Social Media. Ja. Also ist eigentlich der Störfaktor Social Media und nicht das Handy. Ja. Weil hättest du so ein altes Nokia. Genau. Und dann gehst du vielleicht auch nochmal in deinen Safari rein oder beziehungsweise in deinen Browser und siehst du, da ist ja noch ein Tab offen von einem Webshop. Dann kaufst du mal Ich wollte mir jemals. eigentlich die Bluse doch noch kaufen. Boah, die ist jetzt im Sonderangebot. Jetzt im Sales. Und dann bekommst du noch eine Mail, Newsletter. Ja, das war's dann. Marianne, ich schließe hier ab. Jo. Fazit. Einfach Handy weg. Ja. Und Benachrichtigungen aus. Das Und der fand ich Kollegin von nebenan sagen, halt's Maul, ich bin am Arbeiten. Ich muss arbeiten. Lass mich. Lass es sein. Um 12 ist Mittagpause, um 4 gehen wir einen Kaffee trinken. Oder was Besseres. Nee, aber schon. Also, ich bin schon deiner Meinung. Und das mit dem Hinweis, dass du sagst, mein Handy erkennt, wenn ich auf der Arbeit bin oder in der Umgebung, Ja. dass ich dann alles stumm schalte, das glaube ich schon die beste Lösung. Ja. Ich glaube, wir haben heute mit diesem Thema sehr vielen Leuten aus der Seele gesprochen. Hoffentlich hat jemand vielleicht auch etwas Kluges gelernt oder einfach ist sich nochmal bewusst geworden, dass die Ablenkung eigentlich von uns selbst kommt und nicht von anderen und nicht von irgendwie von außen direkt. Es ist eher es ist Selbstbeherrschung, die wir nicht im Griff haben. Disziplin. Genau. Gut. Das war's. Noch eine Folge haben wir eingesagt. Das ist schon mal eine zweite. Echt schön. Ich hoffe, du kommst bald wieder, um nochmal eine zu drehen. Immer angenehm mit dir zu sprechen. Tschüss. Liebe Zuschauer, Zuhörer und keine Ahnung, was es noch da draußen gibt. Das war eine weitere Folge. Folgen Sie uns. Kommentieren Sie gerne auch. Negativ, aber auch positiv gerne. Marianne und ich, wir sind beide bei LinkedIn erhältlich. Schreibt uns an, befreundet euch mit uns oder connectet euch mit uns und ja, hört auch unsere restlichen Folgen an. Da gibt es auch ab und zu mal was Schlaues. Genau. Ja, das war's dann. Danke dir vielmals. Salut. Ciao.